In den letzten Jahren hat Russland bedeutende Fortschritte im Bereich der bewaffneten unbemannten Kampffahrzeuge gemacht und beeindruckende technologische Entwicklungen durchgeführt, wodurch es als eine führende Nation in diesem Bereich hervorsticht. Russlands innovative Herangehensweise und technologische Erfolge auf diesem Gebiet zeigen, dass es ein wichtiger Akteur in der Welt der bewaffneten unbemannten Kampffahrzeuge ist. In diesem Video werden wir uns Russlands bewaffnete unbemannte Kampffahrzeuge genauer ansehen und entdecken, welche beeindruckenden Technologien sie bieten. Die Terminator-Filmreihe, eine der meistgesehenen Filmreihen in der Geschichte des Kinos, wird Realität. Dieser Terminator heißt Fedor und ist Russlands Militärroboter. Fedor ist ein humanoider Roboter, der 1,80 Meter groß und 63 Kilogramm schwer ist. Fedor kann mit beiden Händen schießen. Dieser von russischen Experten entwickelte Roboter kann sowohl mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz als auch unter der Kontrolle von Experten aktiv sein. Fedors Fähigkeiten beschränken sich nicht nur auf die Erde, sondern er kann auch im Weltraum tätig sein. Fedor kann Menschen aus eingestürzten Gebäuden retten, verschlossene Türen mit Schlüsseln öffnen, Brände löschen und elektrische Sägen verwenden. Stellen Sie sich vor, dieser Roboter wurde entwickelt. Denken Sie darüber nach, wie weiterentwickelte Modelle in 100 Jahren aussehen könnten. Fedors Fähigkeiten beschränken sich nicht nur darauf, er kann auch ein Auto fahren und sogar unter Wasser arbeiten. Alternative Arbeiten an Robotern begannen im Jahr 2014 und wurden 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt, was von allen geschätzt wurde. Fedor wurde in den letzten Jahren sogar ins All geschickt. Der Zweck seiner Reise in den Weltraum bestand darin, die Weltraumsysteme zu testen und zu sehen, ob er Astronauten in Notsituationen helfen kann. Fedor verbrachte insgesamt 10 Tage im Weltraum und führte während dieser Zeit Handlungen wie das Verbinden von Kabeln und das Verwenden von Schraubenziehern durch. Es werden wirklich große Schritte unternommen. Roboterhund mit Raketenwerfer. Die Messe der Verteidigungsindustrie in Russland wurde durch einen Roboterhund mit einem Raketenwerfer gekennzeichnet. Dieser Roboterhund ist eine Granate. Der Roboterhund hat in den durchgeführten Tests die Fähigkeit, präzise zu schießen und ist in der Lage, Waffen zu tragen. Er kann in Notfällen und für Aufgaben wie Aufklärung und Überwachung verwendet werden. Dieser Roboterhund kann sogar Material verteilen und gleichzeitig Ziele identifizieren. Dieser Roboterhund, der zu Russland gehört, wurde auf der Internationalen Ausstellung für Militärtechnologien 2022 in Moskau vorgestellt. Angeblich ein chinesisches Roboterspielzeug. Angeblich sind 2 verschiedene Versionen dieses Roboters, der seit etwa einem Jahr auf dem Markt ist, erhältlich und können auf AliExpress für 2.700 bis 3.500 Dollar gekauft werden. Ich bin der Meinung, dass Russland damit beweisen will, dass es nicht hinter den Vereinigten Staaten zurückbleibt. Es ist sinnvoll zu sagen, dass es keine endgültige Situation gibt. Uran-9-Angriffsroboter. Der Uran-9-Angriffsroboter wurde entwickelt, um Unterstützung BI der Fernaufklärung und Feuerunterstützung in vereinten Kriegen, Aufklärungsmissionen und im Kampf gegen den Terrorismus zu bieten. Uran-9 kann entweder auf vordefinierten Wegen vollständig autonom verwendet werden oder manuell über eine Befehlskontrollstation oder eine Rucksackkontrollstation gesteuert werden. Uran-9 kann automatische Kanonen, Panzerabwehrlenkraketen, reaktive Flammenwerfer und Maschinengewehre verwenden. Das Gesamtgewicht des bewaffneten unbemannten Landfahrzeugs beträgt 10 Tonnen. Uran-9 hat bereits erfolgreich in echten Kriegsgebieten wie Syrien gedient. Länder wie das Vereinigte Königreich und Frankreich produzieren aktiv solche bewaffneten, unbemannten Landfahrzeuge, um die Verluste von Menschen auf dem Schlachtfeld zu reduzieren. Russland hat in dieser Technologie zwar spät begonnen, aber es gibt kaum einen Unterschied zu seinen Konkurrenten. Russland ist wirklich erfolgreich im Bereich der Kriegstechnologie. Putins Kriegsspielzeuge beschränken sich nicht nur auf diese, ich habe noch mehr zu erzählen.
Sernik 9 trat. Sernik 9, Minenräumung, Aufklärung, Munitionstransport, Treibstofftransport und Evakuierung von Verletzten. Außerdem kann er im Kriegsfall Soldaten im Feld unterstützen und bewaffnete Angriffe auf den Feind durchführen. Der Sernik 9 kann auf 3 verschiedene Arten betrieben werden: automatisch, manuell und ferngesteuert. Das Gesamtgewicht dieses Fahrzeugs beträgt etwa 7 Tonnen und es kann eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Sernik 9 hat eine gepanzerte Wanne, die Schüssen von bis zu 67 Kalibern standhält. Außerdem ist er mit austauschbaren Teilen ausgestattet, sodass beschädigte Teile in wenigen Minuten ausgetauscht werden können. Der Sernik 9 ist mit 67 mm und 12 70 mm Maschinengewehren ausgestattet und kann verschiedene Arten von Granaten auf Ziele abfeuern. Außerdem verfügt er über Kornet-Panzerabwehrraketen, eine 30 mm Hochgeschwindigkeitskanone und Flugabwehrraketen. Marker. Der Marker unbemannte Landfahrzeug wurde als modulares System mit offener Architektur entwickelt. Das unbemannte Landfahrzeug verfügt über ein ferngesteuertes Waffensystem. Darüber hinaus ist der Turm mit Sensoren und Optiken ausgestattet und mit einem Kalaschnikow-Maschinengewehr sowie 2 Panzerabwehrraketensystemen ausgerüstet. Der Marker wurde sowohl für militärische als auch für Frühwarn- und Aufklärungseinsätze konzipiert. Aus diesem Grund ist er mit verschiedenen Systemen, Software und Sensoren wie einem Laserwarnsystem, einem Tag-Nacht-Infrarotkamera, einem Zielerfassungssystem sowie einem Identifikations- und Überwachungssystem ausgestattet. Darüber hinaus kann der Marker eine Strecke von 1000 Kilometern zurücklegen und bei der Evakuierung verwundeter Soldaten eingesetzt werden. Dieses unbemannte bewaffnete Landfahrzeug kann über Fernsteuerung bedient werden. Russlands Erfolge in diesem Bereich lassen uns gespannt auf zukünftige Entwicklungen im Bereich bewaffneter, unbemannter Fahrzeuge warten. Welches dieser entdeckten Fahrzeuge hat Ihrer Meinung nach am meisten Ihre Aufmerksamkeit erregt? Lassen Sie uns in den Kommentaren darüber sprechen. Denken Sie daran, die Schlachtfelder der Zukunft werden wahrscheinlich neue Akteure begrüßen, die auf Technologie basieren. Um zu sehen, wie sich zukünftige Verteidigungstechnologien entwickeln werden, werden wir die bedeutenden Schritte Russlands in dieser wichtigen Angelegenheit weiterhin aufmerksam verfolgen. Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Auf Wiedersehen. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.